So, hallo zusammen und herzlich willkommen. Ich darf hier an meiner Seite jemanden begrüßen, den ihr wahrscheinlich schon sehnsüchtig erwartet habt. Und zwar geht es dieses Mal um den Talk mit Dash, der eigentlich bei der MorphCon hätte stattfinden sollen, jetzt allerdings als separates Video kommt. So könnt ihr euch das auch mal so angucken. Magst du dich kurz vorstellen? Jo, hi Leute, ich bin der Sidem. Ich arbeite seit 2,5 Jahren für Dash und ich bin hier, um über Dash zu sprechen. Schönes Thema, ja. Genau. Dann lass uns direkt anfangen. Und Jo, fangen wir direkt an. Ich habe da nämlich eine Präsentation vorbereitet und wem der Titel hier bekannt vorkommt, ein elektronisches Peer-to-Peer-Bargeldsystem, das ist im Grunde der Titel von dem Satoshi White Paper ja. auf Deutsch übersetzt. Und da will ich auch drauf eingehen. Also wir reden hier von Bitcoin, aber auch Dash, denn Dash ist im Grunde Bitcoin mit ein paar Veränderungen. Kommen wir kommen wir zu einem kurzen Bitcoin-Recap. Was macht Bitcoin eigentlich so genial? Also das muss man sich nochmal vor Augen führen. Was hat Bitcoin eigentlich so revolutionär gemacht? Wieso haben sich so viele Leute für Bitcoin begeistert? Und das ist hauptsächlich die dezentrale Art. Also man kann und das hängt alles miteinander zusammen. Man kann wirklich Peer-to-Peer, also als eine Person einer anderen Person, egal wo sie auf der Welt ist, Geld, also Werte schicken. Und Ja. man muss niemandem vertrauen, man braucht keine Zwischenperson, kein Middleman und man braucht keine Erlaubnis, keine Zensur, ist möglich. Und das ist das, was diese riesige Revolution verursacht hat. Ja, vor allem ohne, dass man diese Ähm, Person dann auch sehen muss. Das ist halt so cool dann auch. Ja. ja. Und das alles rein mit Kryptographie ermöglicht. Und dadurch, dass es so dezentral ist, also wirklich auf der Welt verteilt, niemand kann da wirklich sagen, okay, ich drucke jetzt mal mehr Bitcoin aus dem Nichts, sondern das läuft alles nach einem Protokoll. Und das ist eine Revolution wirklich. Das gab es vorher noch nicht. Ganz kurzer Recap, ich würde hier wirklich schnell drüber fliegen. Also ich glaube, die Ja. meisten haben deine Serie geschaut Ansonsten verlinke ich die natürlich auch nochmal gerne. Einfach in die mhm. Infokarten gucken, falls jemand noch mehr Informationen zu Bitcoin haben möchte. Mhm. Ja, hier nur ganz schnell, also nochmal, dass man sieht, der Durchsatz von Bitcoin sind 7 Transaktionen pro Sekunde. Das heißt, so viel kann wirklich durchgehen mit der aktuellen Blockgröße. Das heißt, die Blockchain wächst, wenn wirklich alle Blöcke immer voll sind, um 330 Gigabyte. Nee, sie ist gerade 330 Gigabyte groß. Ich glaube mittlerweile schon 350. Und sie wächst um ungefähr 53 Gigabyte pro Jahr. Das heißt, jeder Knoten braucht immer 50 Gigabyte mehr Speicher pro Jahr. Wenn man das mal vergleicht mit Visa und Mastercard, also Visa ist wirklich der Transaktionsdienstleister, der weitaus, also am allergrößten ist. Zum Vergleich Visa 6.000 pro Sekunde, Mastercard 3.300 und ich hatte mal nachgeschaut, PayPal, schätz mal, wie viel PayPal hat pro Sekunde Ich würde im so Vergleich zu. 100 bis 200 schätzen. Ich glaube, Visa und Ja, Mastercard sind ziemlich deutlich gut. mehr. Ja? Ja, ziemlich gut. Es sind, glaube ich, 300 gewesen, Ah, aber okay. ziemlich nah dran, ja. Heftig. Nur das Das mal heißt, so. Visa und Mastercard haben einfach so mehr als das Zehnfache. Das ist schon krass. Ja. Und dann muss man mal überlegen, also wenn man wirklich so einen Transaktionsdurchsatz wie dieser umsetzen will, dann braucht man 69 Terabyte zusätzlich im Jahr. Also für Ja, jeden einzelnen Knoten im Netzwerk. Wenn du 10.000 Knoten hast, dann 10.000 mal 69 Terabyte Speicher im Jahr zusätzlich. heftig. Nur um Heftig. diese, das ist richtig krass. Ja. Aber ja, wir sind ja noch nicht bei Visa. Dann ganz kurz. Hier, ich habe angesprochen, Settlement braucht 6 Blöcke in der Regel. Ja, Also man soll genau. 6 Blöcke warten, um Eine sich Stunde wirklich halt. sicher zu sein. Das Hm. ist halt auch so ein Problem, was dann bei Visa und Mastercard halt auch angenehmer ist, Mhm. weil man da halt quasi sofort eine Bestätigung hat, weil man ja einfach nur einer Organisation sagt, dass man was überwiesen hat und dann ist es schon da. Mhm. Und genau so, warum ist das eigentlich so mit dem Settlement? Es gibt sogenannte Orphan-Blöcke, also verwaiste Blöcke. Gründe dafür kann sein Zufall. Also zwei Miner haben zufällig zur selben Zeit denselben Block gemeint, also nicht denselben Block, aber zur selben Zeit einen Block gemeint, auf Ja, derselben Höhe. Und das kann dann dafür sorgen, dass einer von den ja, verwaist wird. Und dann gibt es auch die Absicht, wenn wirklich ein Miner heimlich mehr als 51% der Hashpower hat
und dann Blöcke meint, aber sie nicht sofort veröffentlicht, Ja, sondern sie einfach nur für sich behält und dann seine eigene Kette heimlich schmiedet. Und dann irgendwie nach 10 Blöcken oder nach 5 Blöcken diese dann veröffentlicht, alle auf einmal und damit alle anderen Blöcke auf der veröffentlichten Kette, ja. diese dann sozusagen orphaned. Und damit könnte man zum Beispiel eine Double-Spend-Attacke durchführen als Miner mit über 50%. Genau. Und ja, das wird halt exponentiell schwieriger, je länger die Kette wird. Also je länger man wartet mit einer Transaktion. Ja, also dieser Angriff meinst du? Ja. Das Mhm. Problem ist halt auch, wenn du jetzt sagen wir mal, wie bei Bitcoin am Anfang halt ein paar wenige Miner hast, die nur auf der CPU meinen und dann kommt halt so ein riesiges Netzwerk, irgendwie so eine Lagerhalle Mhm. mit 100 Grafikkarten drin und die sind halt gleich die 51%, dann ist dein ganzes Netzwerk von der Währung halt schon wieder unsicher und deswegen braucht man halt auch diese Ja. Massen an Minern teilweise. Mhm. Ja, das hat auch damit zu tun, dass, also man muss aus der Perspektive schauen. Bei Bitcoin, Bitcoin als First Mover sozusagen, Bitcoin war zuerst da und der Wettbewerb findet immer am Rande der Technologie bei Bitcoin Ja, statt. Das heißt, alle haben ungefähr den gleichen Vorteil gehabt, beziehungsweise die gleiche Wissensmenge. ja, Und da gab es nicht Leute, die jetzt plötzlich aus dem Nichts kommen können. Aber wenn du jetzt beispielsweise eine Fork machst, die zufällig den Hash-Algo nimmt, wie Bitcoin, mhm. und du hast dann halt eine ganz kleine, du hast dann auf dem ganzen Netzwerk eine ganz geringe Hashrate, dann kann ja jemand kommen, der vorher Bitcoin gemeint hat und dann sagen, okay, ich habe jetzt hier meine 100 ASICs und ich will mal diesen kleinen Coin kaputt machen, Ja, weil die den genau. Fehler gemacht haben, denselben Hash-Algo zu nutzen. Ja, das kann Und, natürlich immer äh, sein. Ja. und ja, ASICs sind halt immer spezifisch für jeden Algo. Mhm. Deswegen muss man aufpassen, dass man nicht irgendwie, wenn man jetzt einen neuen Coin entwickelt, dass man jetzt nicht einen Algorithmus nimmt, der schon von einem viel größeren Coin genutzt wird. Ja. Was genau benutzt Dash da für einen Algorithmus? X11. Okay. Dash hat damals einen neuen Algo benutzt, auch Mhm. aus genau dieser Problematik, aber Ja, auch, weil es den Vorteil hat, wenn man jetzt einen völlig neuen Hash-Algo nutzt, dann kann man sich sicher sein, dass es dafür noch keine ASICs gibt. Und die ja. Entwicklung von ASICs dauert ein paar Monate. Das heißt, am Anfang ist jeder, oder Jahre sogar, also Ja, es hat eine okay, Weile ja, warum gedauert, nicht? bis die Ja. ersten ASICs rauskamen. Aber ja, das hat halt dazu geführt, dass alle auf demselben Level waren. Also Mhm. jeder konnte nur mit CPU oder GPU minen, bis die ersten GPU-Miner rauskamen. Ja, Und das hat halt dafür gesorgt, dass alle auf demselben Level waren. Als sie ja, angefangen haben zu minen, konnte jeder anfangen. Und ja, ASICs hatten dann später den Vorteil. Ähm, ja, das waren die beiden Gründe für verwaiste Blöcke. Dann, wieso sollte man eigentlich bei Bitcoin am Netzwerk teilnehmen? Es gibt sogenannte Non-Mining Nodes, das sind reine Full Nodes, also wenn man nicht minen möchte. Wenn man sich das Satoshi White Paper mal durchgelesen hat, dann sieht man, dass Satoshi äh, die Person, die Entität oder die Gruppe davon ausging, dass alle Knoten die am Netzwerk teilnehmen, wirklich minen, ja. was Und dann aber heute auch nicht nur der mit Realität CPU, ne? entspricht. Ja, 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 mit CPU. Der hat auch seinen Proof of Work, hat er auch One CPU, One Vote genannt, ja, wenn ich mich richtig erinnere. Und das heißt, dieses Minen, das dient der Sicherung des Netzwerks. Weil je mehr Minen, desto schwieriger wird es für eine einzelne Entität, 51% der Hashrate zu erlangen ja, oder mehr. Und deswegen wird halt diese Sicherung, dieser Mehrwert für das Netzwerk, wird auch entlohnt mit dem Block Reward. Das heißt, der Anreiz, am Netzwerk teilzunehmen, dient wirklich nur denen, die auch an der Netzwerksicherung teilnehmen. ja. Und gibt es dann überhaupt Gründe für eine nicht meinende Node, Full Node, ja, eine zu betreiben? Und da gibt es schon Gründe. Also man könnte sagen, hier vielleicht gewährleistet sie die Dezentralität, weil Full Nodes, ja, sie validieren auch Transaktionen und sie leiten Transaktionen weiter.
Und man kann auch sagen, okay, wenn man unbedingt einen eigenen vertrauenswürdigen Knotenpunkt unbedingt haben will, ich meine, es gibt SPV, also Ja. Simplified Payment Verification, da ist es, also wenn Da ist man halt mit der da Privatsphäre so ein eine, bisschen schwierig, ne? ja, Deswegen, ein ja, bisschen, aber selbst mit Blumenfiltern kann man die Privatsphäre da ein bisschen sichern, ne? ja, Also die meisten Exchanges, die meisten Payment Service Provider, die haben schon ihre eigene Node laufen oder die nutzen irgendwie einen Paid Service. Aber es gibt schon Gründe, also viele nutzen ihre eigene Full Node, aber in der Regel kann man eigentlich nicht meinende Full Nodes als Sybil-Attacke betrachten. Und was mhm. das genau ist, also werde ich nachher nochmal genauer erklären, aber im Grunde heißt es, du hast hier ganz viele Knoten und Proof of Work ist im Grunde eine Sybil-Sicherung. Ne? Okay, Es sorgt ja, dafür, Sybil werde ich nachher noch erklären, aber Proof of Work ist eine und Full Nodes meinen nicht, also sie betreiben kein Proof of Work und dementsprechend äh, ist es eine Sybil-Attacke, weil die sagen, ich habe diese Version und sie signalisieren dem Netzwerk, sie haben jene Version vom Netzwerk, also von der Full Node, ja, vom Knoten. Und somit könnte ein böser Akteur sagen, hier, ich habe eine Mehrheit der Knoten, die alle zwar nicht meint, aber die alle signalisieren, ich präferiere Version X über Version Y. ja, genau. Äh, Das wäre zum Beispiel. Und zudem sind sie auch sozusagen das schwächste Glied im Netzwerk. Wenn ein Block propagiert im Netzwerk, dann wird dieser Block, beziehungsweise auch Transaktionen werden durch alle Knoten propagiert. Und Miner haben ja einen Anreiz dafür, dass sie gute Hardware haben, weil die werden ja auch bezahlt dafür. Richtig, ja. Full Nodes sollen gerade so laufen. Also sie sollen gerade so die Payments und so anzeigen und verifizieren. Das heißt, sie werden nicht entlohnt und da gibt es keinen großen Anreiz, immer die Top-Hardware zu haben. Bei Minern willst du immer die Top-Hardware, weil du willst die größte Hashrate aus dem rausholen. Genau, und Das heißt, dann eben Block Rewards erzeugen. Aber Full Nodes brauchen ja einfach nur mhm. Speicherplatz für die Chain dann. Ja, Genau. Und das hat halt den Nachteil, dass sie vernachlässigt werden können. Und wenn du einen schwachen Knoten im Netzwerk hast, dann ist es wie ein Hindernis im Grunde, dass eine Nachricht wirklich propagiert wird. Das heißt, sie können wirklich das Netzwerk verlangsamen. mhm. Also, äh, ja. Und ich meine, also, da müsste ich nochmal genauer nachschauen, aber ich habe auch mal gelesen, dass dass es bei Netzwerken so eine optimale Anzahl an Knoten gibt. Dass wenn Okay. du zu viele Knoten hast, dass es zu lange dauert, bis eine Information oder bis ein Konsens sich findet in dem Netzwerk. Und also bei Weil du, dem nat normalen, ja? weil du dann natürlich auch alles propagieren musst, immer an alle Nodes dann. Ja, Ja, genau, mhm. genau. Macht Sinn. Und wenn dann viele davon schwach sind, Mhm. dann wird es umso langsamer. Ja, klar. Gut. Ja, kommen wir mal zu ich meine, wie hieß es auf dem White Paper? Digitales Bargeld. Also es hieß Ja, Peer-to-Peer elektronisches Bargeld. Welche Hürden haben wir denn jetzt? Also wir haben eben gesehen, okay, wenn wir wirklich Peer-to-Peer digitales Bargeld haben möchten, on-chain, dann muss man skalieren und man muss skalieren auf Level von, sagen wir mal, Visa. Und das ist unheimlich schwierig, ja. weil wir haben ja gesehen, wie viele Terabyte an zusätzlichen Daten man da pro Jahr braucht. Und zudem auch die Geschwindigkeit. Wir haben von dem Settlement gesprochen, dass es eine Stunde dauert. Stell dir vor, du gehst in einen Café, in ein Café und du bezahlst und dann sagen die, ja, du kriegst deinen Kaffee in einer Stunde. Oder wir machen einen Kaffee, aber du darfst den Richtig. erst trinken in einer Stunde, Wenn dann das ist er Geld schon da ist. kalt. Ja, es ist Ja. unpraktisch. Idealerweise möchtest du das sofort trinken können und der Richtig. Verkäufer sollte idealerweise sofort eine Sicherheit haben, dass er das Geld auch bekommen hat oder Ja. sie. Ähm, ja, zudem auch die Gebühren. Ähm, Ich habe das noch nicht genauer angesprochen, aber wenn wir ganz kurz zurückgehen, das hier führt ja auch dazu, also wenn man nur eine Megabyte Blockgröße hat und einen maximalen Durchsatz von 7 Transaktionen pro Sekunde, aber Ja. viel mehr Transaktionen durchkommen, was passiert denn dann? Also welche Transaktionen kommen durch und welche nicht? Ja, die am meisten Gebühren zahlen. Das heißt, Mhm. steht ein Gebührenmarkt. Die Miner nehmen nur die Transaktionen mit, die am meisten Gebühren zahlen. Das heißt, so schaukeln sich die Gebühren hoch.
Und dann kam es halt auch schon mal Und dazu, dass irgendwie so 20 € pro Transaktion gekostet haben, ja, damit man überhaupt von einem Miner akzeptiert wurde. Und das ist schon sehr, sehr teuer, wenn man nur einen Kaffee für 5 € oder sowas haben möchte. ja, ja. Oder ich meine, sogar jetzt, wo irgendwie keine Peak oder kein riesiger Hype um Bitcoin herrscht, Ja, ich glaube, selbst jetzt sind die Transaktionsgebühren im Schnitt so bei 50 Cent bis ja, 70 Cent. Ich meine, wenn du da was Kleines kaufen möchtest, ist es immer noch ziemlich schmerzlich. Also es ist nicht wirklich nutzerfreundlich, ja, würd ich mal sagen. Und zudem auch die Privatsphäre. Das habe ich auch noch nicht genau angesprochen, aber Bitcoin ist eine transparente Blockchain. Das heißt, ja, es ist schon relativ pseudonym. Also man kann da schon sich verstecken, wenn man gut aufpasst, aber es schützt nicht wirklich die Privatsphäre, weil wenn du dem Verkäufer oder der Verkäuferin einen Kaffee abkaufst, dann kann sie theoretisch anhand dieser Transaktion zurückverfolgen, welche anderen, wie viel Geld du wirklich hast. ja. Und du willst ja nicht jedem immer sagen, wie viel Geld du hast. Und sie Also können auch ich alle denke, anderen das ist, Transaktionen sehen. Also quasi, wenn du jetzt ja. irgendwie noch einen Kaffee in dem Kaffee nebendran kaufst oder sowas, dann sehen sie das auch. Das ist auch schwierig dann. Ja, Ja, und das ist halt ja auf jeden Fall schwierig. Ich denke, das ist ein Menschenrecht, dass jeder irgendwie ein gewisses Maß an Privatsphäre haben kann. Ja, und des Weiteren auch die Governance. Was ist denn Governance? Bei der Governance geht es darum, Entscheidungen im Netzwerk zu finden. Bei Bitcoin läuft das hauptsächlich über ja tatsächlich die Miner und die Full-Nodes, wie die signalisieren, ob sie ein Protokoll befürworten oder nicht. Ähm, Deswegen gab es auch diese Forks. Also Bitcoin Cash hat sich rausgeforkt, weil es eine Meinungsverschiedenheit zwischen zwei Gruppen gab. Die einen wollten SegWit, die anderen nicht. Und ja, so kam Bitcoin Cash raus und Bitcoin Cash möchte On-Chain skalieren, während Bitcoin sagt, wir wollen einfach eine reine Settlement Layer aus Bitcoin machen und alle anderen Transaktionen auf zweiten Ebenen wie Lightning oder privaten Blockchain wie Liquid Network auslagern und Bitcoin ist nur noch reine Settlement Layer. ja, Und diese Entscheidungsfindung, die sind unheimlich kontrovers, weil niemand wirklich weiß, okay, haben jetzt irgendwie Leute heimlich das Netzwerk übernommen oder feindlich übernommen oder war das wirklich die Entscheidung des ganzen Netzwerkes? Sind Firmen wie Blockstream, die ja nicht Non-Profit sind, sondern wirklich selber auch Geld verdienen wollen und das Lightning-Netzwerk entwickeln, haben die jetzt wirklich das beste Interesse von Bitcoin-Netzwerk im Kopf oder wollen Sie irgendwie das Netzwerk so entwickeln, dass Sie selber einen Weg finden, sich selbst zu finanzieren oder selbst Profit zu schlagen? ja, Das ist, diese Problematik hängt damit zusammen, dass einfach nur die Miner finanziert werden. Und wenn nur die Miner finanziert werden, um das Netzwerk zu sichern und keine anderen Jobs, wichtigen Jobs wie zum Beispiel die Entwicklung oder die Entscheidungsfindung irgendwie incentiviert wird, dann hat man da Probleme. Und dann kommen wir zu einem anderen, weiteren Problem. Das habe ich auch noch nicht angesprochen, aber die Energie. ja. Ich glaube, das ist ein riesiges Thema. Unheimlich viel Strom wird verbraucht für diese Netzwerksicherung. Ja, ich Ja, habe man vor kann kurzem, glaube ich, argumentieren. mal wieder nachgeguckt. Ich glaube, es war so viel wie Österreich. Das ist schon heftig. Also nur das Bitcoin-Netzwerk, so viel wie Österreich, das ist Ja, einfach insane. und dann muss man, also ich meine, da wird viel argumentiert, ja, sehr, sehr viel davon wird irgendwie mit erneuerbarer Energie erzeugt, also irgendwie chinesische Wasserkraftwerke an riesigen Dämmen. Aber man kann nicht sagen, dass es wirklich nur erneuerbare Energie ist. Ich meine, auch in Venezuela wird sehr, sehr viel billiges Öl verbrannt, um zu Hm, meinen. Und das ist überhaupt nicht irgendwie. Äh, ja, nachhaltig, erklärbar. ja. Also, und das schadet natürlich der Umwelt. Das sind alles Sachen, die kann man tatsächlich auch ja, mitigieren oder optimieren. Und da kommen wir jetzt zu Dash. Nach diesem ganzen langen Recap, warum bin ich eigentlich hier? Ja, ich glaube, Ich es arbeite. war schon wichtig, dass man das weiß, was da so alles die Probleme sind und was da alles so, was alles, oder warum es überhaupt Altcoins wie Dash zum Beispiel gibt, also alternative Kryptowährungen Mhm. einfach, weil Bitcoin an sich es war zwar die erste, aber nicht unbedingt die beste Kryptowährung.
weil da eben noch Ja. viele Kinderkrankheiten einfach existieren. Also ich meine, Windows 95 oder Windows 3 oder sowas, das wird heute auch nicht mehr verwendet, weil es einfach so Mhm. viele Probleme gab. Deswegen eben diese Altcoins, die sich da jetzt draus etabliert haben. Und Dash ist, Mhm. was viele Probleme angeht, einfach eine interessante Lösung. Aber ich glaube, das stellst du jetzt Ja, nicht vor. ja, genau, das stelle ich jetzt vor. Ich finde die Analogie mit Windows auch ganz gut, weil ich meine, dass es nicht so einfach war, irgendwie Windows 3 irgendwie zusätzliche Updates aufzuspielen. Ja, Ich finde, das ist auch ein Mechanismus, der bei Dash ziemlich gut eingebaut wurde, dass man Updates schnell sich für neue Updates entscheidet und die schnell findet. Aber kommen wir dazu nachher. Bei Dash haben wir einen Split gemacht von diesem Block Reward. Wir meinen jetzt, hey, die Netzwerksicherung ist schon wichtig, aber es ist auch wichtig, dass die Entwicklung, also die Weiterentwicklung von dem Netzwerk auch finanziert wird. Weil das ist auch ein wichtiger Teil, eine wichtige Aufgabe, um das Netzwerk zu sichern. Weil wir wollen ja, dass alles optimal weiterläuft und wir wollen, dass das direkt von dem Netzwerk finanziert wird. Wirklich aus der Blockchain soll das Geld direkt an die Entwickler kommen. So gibt es keine Mittelmänner, es gibt keine dritte Partei, die sagt, okay, entwickelt das jetzt für die Blockchain, für diesen Coin, damit wir damit irgendwie Geld verdienen können oder so. Also die Anreize sind direkt aus der Kette. Das heißt, der Wert der Kette, also der Wert von Dash, entscheidet auch, wie viel Geld verfügbar ist, um die Entwicklung zu finanzieren. ja. Das heißt, wenn der Wert fällt, ist weniger Wert verfügbar und wenn der Wert steigt, ist mehr Wert verfügbar. Aber wie entscheiden wir denn jetzt, dass diese Entwickler finanziert werden? Werden die jetzt einfach hart gecodet und wir sagen jetzt, hey, das sind tolle Menschen, wir hardcoden die jetzt in das Protokoll und die bekommen jetzt immer Geld, wenn gemeint wird? Nee, das wäre Zentralisierung. Und Ja. das haben wir natürlich nicht. Dafür haben wir nämlich eine neue Art von Knoten entwickelt. Die haben wirklich die Dash-Entwickler erfunden. Das sind sogenannte Masternodes und das sind sogenannte incentivierte Full Nodes. Das heißt, nicht meinende Full Nodes, die trotzdem ein Incentive haben, also auch bezahlt werden für eine Aufgabe. Und wie das funktioniert und wie man die Sybil sichert, kommt jetzt. Aber vorher die Treasury. Ähm, Hier siehst du mal, wie das so aussieht. Wir reden hier von dieser Treasury im Budget. Mhm. Die bezahlt nicht nur Entwickler, sondern auch Teams weltweit. Und hier ist so eine Übersicht, das nennt sich dashnexus.org, wenn ich das richtig weiß. Okay. Und wenn man da drauf geht, sieht man eine Übersicht. Und hier sieht man oben mit 1006 Netvotes Dash Platform Incubator, so heißt der Titel von Andrew E. Freer, der hat ein Proposal eingereicht. Und sein Proposal war, gib mir ein bisschen Geld. Er ist ein vertrauenswürdiger Typ, der hat schon mal für Dash gearbeitet. Und gib mir ein bisschen Geld und ich werde Bounties erstellen. Also sozusagen Bughound Bounties ähm, oder entwickelt Tools oder dApps oder was auch immer. Und ich werde das an die verteilen, die ein Produkt geliefert haben. Und das Netzwerk hat abgestimmt und hat gesagt, ja, er soll das Geld bekommen, um diesen Incubator zu finanzieren. Dann gibt es hier Dash Core Group Compensation, das ist die Hauptentwicklergruppe. Die hat auch eine beachtliche Menge angefragt. 2663 Dash. Und hier sieht man auch, das Netzwerk hat Ja gestimmt und nur 36 haben hier Nein gestimmt. Also man sieht, mit den Stimmen von dem Netzwerk wird entschieden, wer Geld bekommt und wer nicht. Und jeder Ja. kann so ein Proposal einreichen. Ich werde durch so ein Proposal finanziert. Du könntest auch ein Proposal einreichen, sagen, ich mache XYZ. Ähm, oder du wirst halt von ja, jeder kann hier ein Proposal einreichen, wenn das Netzwerk findet, dass dein Proposal, also dein Vorschlag, wertvoll ist oder das Geld wert ist, das du Ja. verlangst. Dann wird das direkt aus der Blockchain, also das ist ein sogenannter monatlicher Superblock. Aus diesem Superblock wird Geld an deine Adresse geschickt. Ist schon cool. Und ja, und das verinnerlicht auch genau dieses Konzept, wenn die Kette mehr wert ist, also wenn man wirklich Werte liefert, also wenn man das Netzwerk verbessert mit seinem Proposal und damit den Wert des Netzwerks erhöht, dann ist im nächsten Zyklus natürlich mehr Wert verfügbar, mehr Kaufkraft.
Also gute Proposals machen das Netzwerk wertvoller und somit ist mehr Budget verfügbar im nächsten Zyklus. Und das ist so Mhm. ein Positive Feedback Loop. Klar, natürlich. Ähm, Wie und ist es jetzt dadurch bei den werden Full die, Nodes? Müssen die alle abstimmen oder können die einfach auch mal nicht das abstimmen? kommt, Weil, ja, das kommt müssen noch, sie okay. nicht. Okay. Ja, aber Sorry. müssen sie nicht. Hier ganz kurzer Überblick. Wir haben wirklich weltweit Teams, die dadurch finanziert werden. Wir haben in Japan welche, in den Philippinen. Hier Dash Embassy Dach, da arbeite ich für. Dann Dash Press, global, Dash Core Group sind die Entwickler, die sind based in den USA, in Arizona, wenn ich das richtig weiß. Aber sehr, sehr viele von den Entwicklern sind auch hier in Deutschland. Also die Mastermind hinter vielen Features von Dash ist Alexander Block, der ist hier in Deutschland. Und ja, Brasil, Venezuela, wir haben wirklich auch in Nigeria, Thailand, wir haben ganz viele Teams weltweit, die alle durch dieses Proposal-System finanziert werden. Das ist die Mhm. sogenannte DAO, die Dash DAO, dezentrale autonome Organisation. Ähm, Kommen wir dazu, wie wird dann eigentlich abgestimmt? Ähm, Wir haben eine neue Klasse von Knoten, wie ich schon erwähnt habe, sogenannte incentivierte Non-Mining Full Nodes oder Master Nodes. Und jetzt kommt es zu dem Sybil Proof. Sie hinterlegen nämlich ein Proof of Stake. Sie hinterlegen den Beweis, dass Sie 1000 Dash haben. Und damit haben Sie jetzt das Recht, eine Masternode zu betreiben. Aber sie werden nicht nur für diesen Proof bezahlt, sondern sie müssen einen Proof of Service leisten. Also sie müssen beweisen, dass sie einen Service geleistet haben. Und nur dafür werden sie bezahlt. Das heißt, einfach nur 1000 Dash rumliegen haben, gibt dir keinen Reward. Du wirst nur rewarded, wenn du auch arbeitest. Und das ist ein fundamentaler Unterschied zu reinem Proof of Stake, wo man einfach nur für das Besitzen von Geld mehr Geld Ja. bekommt. Ähm, und diese Masternodes haben halt mit dem Besitz äh, ein, äh, zum einen bewiesen, dass sie ein Stake haben und zum anderen haben sie dann auch ein Recht für die Weiterentwicklung zu entscheiden. Das heißt, sie bekommen diese Stimmrechte und niemand anders. Also nur wenn man wirklich Skin in the Game hat, wirklich einen Haufen Dash selber besitzt, darf man auch mit Ja oder Nein voten für jedes Proposal. Ja. Sorry. Und dadurch, wie ja auch die Miner immer die optimale Hardware haben, haben auch Masternodes immer optimale Hardware, weil wenn die abschmieren, dann können sie keinen Proof of Service mehr leisten und werden dann nicht mehr bezahlt. Das heißt, Das macht sie Sinn. können kein schlechtes Glied sein. Ja, und das sorgt für all diese positiven Effekte. Wie genau, werde ich gleich zeigen, aber Skalierung, Usability, Governance, Effizienz, Sicherheit von dem Netzwerk, also Double Spend Attacks etc. und natürlich auch Privacy. Aber ganz kurz nochmal ein schneller Recap zu Civil Attack. Schutz vor der Übernahme einer künstlichen Mehrheit. Beim Proof of Work ist es sehr kostenintensiv, weil Stromverbrauch und teure Ja. Hardware, ASICs. Und das ist sozusagen der Civil Proof, diese Kostenintensivität. Dann hat man, das ist ein toller zusätzlicher Vorteil, das ist erwiesene Entropie. Wenn du wenn du einen Block meinst mit einer sehr hohen Difficulty, dann ist es erwiesen, dass nach den Nullen, also in dem Hash Mhm. für diesen Block nach den Nullen, was dahinter kommt, ist random. Da konnte niemand irgendwie was faken. Das ist Ja. 100 garantiert random. Und das ist diese erwiesene Entropie. Und ja, auch ein Nachteil, also die erwiesene Entropie ist ein Vorteil, aber es ist relativ umweltschädlich. Das ist ein Nachteil. Ja. Und dann haben wir den Proof of Stake. Dieser ist kostenintensiv, weil du brauchst einen Haufen Kohle und musst die dann da investieren. Und dadurch hast du ein Sybil Proof, weil es gibt nur eine begrenzte Menge von dem Geld und da kann niemand ganz viel, also je mehr Geld du da reinsteckst, desto wertvoller wird der Coin auch. Deswegen wird es exponentiell immer teurer. Aber zum anderen ist ein Proof of Stake auch ja, ein Sybil Proof, also kann als Sybil Proof genutzt werden, ja, da kann niemand ohne große Kosten weitere Nodes einfach so Sock Puppet-mäßig erzeugen. Ist aber umweltfreundlicher, weil kein enormer Stromverbrauch, weil nicht gemeint wird. Dafür hat man den Nachteil keine erwiesene Entropie. Wofür wir die brauchen, kommt jetzt gleich. Ähm, Kommen wir einmal dazu, was
wie diese Vorteile, die ich hier erwähnt habe, mit Skalierung, Usability, Governance etc., durch diese neue Klasse von Knoten überhaupt erst ermöglicht wird. Wir haben nämlich mit diesen Knoten sogenannte Parlamente im Netzwerk. Also sie heißen offiziell Long Living Masternode Quorums, aber ich nenne sie der Verständnis halber Parlamente im Netzwerk. Und hier siehst du unten, ich weiß gar nicht, ob man meine Maus sieht, ich glaube nicht, aber da unten siehst du eine Blockhash. Ja. 00000 E7C, wie auch immer. Und jetzt kannst du dir vorstellen, diese Masternodes sind alle registriert. Die haben sich alle im Netzwerk registriert. Sie sind in einer sogenannten deterministischen Masternode-Liste. Okay. Und jetzt wollen wir eine zufällige Teilmenge des gesamten Netzwerks, weil ich glaube, aktuell sind 4900 Masternodes aktiv am Netzwerk. Da kann sich Also auch das dann ist ein jeder Haufen. eigentlich dafür bewerben, oder? Also ich meine, jeder, der 1000 Dash hat, kann da teilnehmen. Ja, okay. Also niemand ist irgendwie verhindert oder niemandem wird verboten, da teilzunehmen. Jeder kann, aber man braucht halt 1000 Dash Aber man pro muss sich nicht Master. dafür registrieren dann auch. Also man gibt jetzt nicht irgendwie dann persönliche Nee, Daten oder nee, sowas ab, sondern man wird da einfach in nein. diese Liste eingetragen. Ja, ich meine, wenn du deine Masternode hochfährst, dann wirst du in diese Liste die ist die ist on-chain. Ja, ja. Also, ne, die ist nicht on-chain, die ist im Masternode-Netzwerk. Okay. Aber da ist keine Registrierung, da ist keine Wall oder so, da kann Okay. jeder dran teilnehmen, als ob du eine normale Full-Node hochfährst. Halt mit Ziemlich cool. zusätzlichen Features, Ja. damit du halt wirklich ins Masternode-Netzwerk aufgenommen wirst. Ja, dann, wie wählt man denn jetzt eine zufällige Teilmenge aus diesem Netzwerk? Weil wir wollen jetzt Repräsentanten aus diesem Netzwerk nehmen, weil man will nicht für jede Aufgabe im Netzwerk immer das gesamte 4900 Masternode-Netzwerk ansprechen, sondern man will das effizienter gestalten. Mhm. Und da gibt es die Möglichkeit, dass wir diese Blockhash nehmen, diese Entropie, die man jetzt durch das Proof of Work bekommen hat. Diese Entropie nehmen wir, man nimmt diesen Hash und man hasht den zusammen mit dem Hash von jeder Masternode in der Liste. Also man kann Masternode in der Liste hashen. Mhm. Und man hängt diese beiden Hashes zusammen und hasht das nochmal. Aha. Und dann hat man eine neue Hashliste, die abhängig von diesem Block gehasht wurde. Ja, ja. Und die kannst du dann sortieren nach Größe. Du sortierst dann diese ganzen Hashes nach Größe und Okay. nimmst, sagen wir, die ersten 60 oder die ersten 400 davon nur Ja. und sagst, die sind jetzt ein Parlament. Und wie gesagt, also die Entropie liefert diese Geil. Zufälligkeit Ja. von dem Proof of Work und dann können diese 400, diese Teilmenge, können dann miteinander kommunizieren mit BLS-Signaturen. Du hast die schon mal angesprochen. Kannst du dich noch Genau. erinnern, welche tollen Eigenschaften BLS-Signaturen haben? Waren die nicht homomorph sogar? Äh, ja, ich meine schon, aber die tollen Eigenschaften, von denen ich rede, sind die Batch-Verifizierbarkeit, die Aggregierbarkeit Ja. und die Okay. Threshold-Signatur-Kompatibilität. Ja. Das heißt, du kannst sie als Threshold-Signatur nutzen, aber du kannst sie auch Batch verifizieren und aggregieren. Das heißt, du musst nicht annähernd so viele Nachrichten innerhalb dieses Parlamentes, dieses Subsets von den Masternodes, musst nicht annähernd so viele Nachrichten schicken, sondern du kannst eine einzelne Nachricht, die von allen signiert wird, Und die und dann können kannst dann du alle auf einmal Threshold-Signaturen kommunizieren. nutzen Ja. und Genial. sagen, dann kannst du sagen, Threshold-Signatur 240 von 400, das sind 60% von 400 Nodes. Wenn 60% erreicht sind, dann ist die Signatur valide mit Thresholds. Genial. Ja, klar, dann brauchst du auch nicht die Zustimmung von allen, sondern eben nur von 60%. Genau, genau. Und das ist auch bei 240 von 400 in einem Netzwerk von 4900 Nodes. Ich glaube, ich hatte mal ausgerechnet, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass ein Attacker mit, sagen wir mal, der besitzt jetzt aus irgendeinem Grund 5% oder sogar 50% der Knoten, sagen wir mal Ja. 50%. Selbst dann die Wahrscheinlichkeit, 240 von 400 zufällig gewählten Nodes zu besitzen, Ja. ist 0,0123%. Und dazu müsst ihr Also selbst 50% innerhalb des Masternode-Quorums haben. nicht nur
um 60%, also dieses Quorum sagt, du musst 60%, Ja, 60% müssen zustimmen. ja, Und das heißt, dieses zufällige Auswählen sorgt für eine unheimliche ja, Sicherheit ja, schon. Also auf jeden man Fall. kann sich ziemlich sicher sein, dass sie das Netzwerk wirklich repräsentieren. Ähm, Gut, Proof of Service wird durch ach ja, genau. Und sie werden nur bezahlt, die Knoten werden erst bezahlt, wenn sie wirklich immer an diesen Quoren erfolgreich teilgenommen Das heißt, haben. wenn sie quasi abstimmen, dann kriegen sie was dafür. Mhm, genau. Also sie Ah, kriegen nicht direkt was dafür, sie werden sozusagen als valide vermerkt. Und wenn sie nicht daran abstimmen, werden sie bestraft. Und okay. wie genau ich glaube, ich werde in der Präse nicht erklären, wie genau diese Bezahlung abläuft, aber das kann ich mal schnell erklären. Mhm. Ähm, Du kannst dir vorstellen, wir haben hier diese deterministische Liste von allen Masternodes Ja. und die sind in einer Queue, also in einer Warteschlange. Mhm. Und nach jedem Block wird die Masternode, die ganz oben in der Schlange ist, auch mit bezahlt. Die kriegt dann 50% von dem Block Reward. Wow, Und okay. dann kommt sie ganz unten in die Liste und muss warten, bis sie wieder ganz oben ist. Und das dauert halt so lange, so viele Blöcke, wie es Masternodes gibt. Also Logisch, ja. bei 4900 Masternodes dauert es halt 4900 Blöcke und bei Dash ist eine Blockzeit 2,7 ist 5, 6 Minuten. Ähm, und das heißt halt auch, je mehr Masternodes es gibt, desto seltener Ja. wird jeder einzelne bezahlt. Deswegen gibt es ein natürliches Equilibrium. Also je weniger Masternodes es gibt, desto frequenter wird jeder einzelne bezahlt. Also die Bezahlung hängt auch davon ab, wie viele Nodes es gibt. Das Aha. Und heißt, wie viel natürlich die Coin wert ist. ja, ja Ach, auch, cool. weil Ja, die frieren ja die Coins ein sozusagen und ja, somit nehmen sie diese Coins aus der Zirkulierung und dementsprechend ist es halt, ja, ist der Coin scarcer, also seltener, könnte ja. man sagen, im zirkulierenden Supply. Mhm. Ja, dann hätten wir das auch kurz erklärt. Dann hier, was bringen denn diese Quoren? Ich habe jetzt nur erklärt, okay, wir können hier schnell Konsens finden, aber wofür kann man diese schnelle Konsensfindung überhaupt nutzen? Und da gibt es sogenannte Chainlocks. Die wurden vor ziemlich genau einem Jahr und einem Tag oder so das erste Mal in das Mainnet eingeführt. Mhm. Und diese Chainlocks sind eine riesige Revolution. Zumindest ist die gesamte Dash-Community total begeistert von denen, weil Chainlocks sind ein ziemlich genialer Schutz gegen diese 51% Chain Reorg Attack. Und wie genau läuft das ab? Blöcke, die veröffentlicht werden, werden sofort von einem Quorum, einem ausgewählten Quorum, signiert. Das heißt, ein Quorum mit 400 Masternodes sieht einen Block und die fangen alle an zu signieren und sagen, okay, wenn dieser Block die Threshold erreicht hat, dann wird eine Chainlock-Signatur von uns veröffentlicht. Wir repräsentieren das gesamte Netzwerk und Mhm. wenn wir diesen Block signieren, dann werden wir das Protokoll so ändern, dass wir sagen, nicht mehr die größte Proof-of-Work-Kette ist die akzeptierte Kette, sondern die Kette, die immer signiert wurde an der Chain-Tip. Also der Okay, neueste ja. Block, der signiert wurde, ist der akzeptierte. Das heißt, ähm, das Netzwerk validiert sofort den neuesten Block, signiert den und wenn die sich alle zustimmen, dann wird dieser anerkannt als die Spitze und die 51%-Attacke, wo jemand heimlich meint, die ist einfach so ziemlich unmöglich jetzt, Klar, weil du auch noch weil 60% der Masternodes brauchst. ja, und nicht nur 60% der Maßnahme, sondern ich meine, ja, genau, Du brauchst auch den Zufall dazu dann auch noch. ja, auch den Zufall. Und 60% der Masternodes ist eigentlich unmöglich. Wenn jetzt ein Klar. Angreifer anfängt, Dash zu kaufen, es sind bereits mehr als 50% aller Coins, die gerade zirkulieren, sind bereits schon in Masternodes. Das heißt, du kannst nicht so viel Dash kaufen, wie um 60% zu erreichen. Du müsstest halt Masternodes Ja. abkaufen. Aber du kannst da auch nicht einfach auf den aktuellen Preis gucken und sagen, okay, so viel wird das kosten, sondern je mehr du kaufst, desto teurer wird's. Ja, Ne? natürlich, klar, weil Also, die Leute merken, dass verkauft wird. Das ist ja wie am Markt dann auch. ja, und nicht nur das, ich meine, ich würde beispielsweise meine Dash nicht für den aktuellen Preis verkaufen.
Und Mhm. viele andere denken auch so. Manche Ich Leute auch. sagen, okay, ich verkaufe jetzt, aber Ja, viele würden für den aktuellen nicht verkaufen. Viele würden sagen, ich verkaufe erst ab 10-mal so viel oder ja, 100-mal so ja, ja. viel. Und dementsprechend ist es auch nicht realisierbar. Viele Masternode-Owner würden ihre Masternodes nicht verkaufen. Ja, Ähm, und ja, somit haben also Miner werden jetzt nicht betrogen oder so. Sie haben jetzt nur den zusätzlichen Anreiz, sofort zu veröffentlichen. Sie wollen jetzt ihre Blöcke, die sie gemeint haben, sofort dem Netzwerk zeigen, bitte signiert, bitte signiert. So, natürlich, klar. anstatt, ja, also anstatt so heimlich eine dicke Kette zu schmieden und dann später zu kommen, ha, die andere Kette kann jetzt weg und ich Ja, kann Double Spend Attacke durchführen. Ähm, Das wird verhindert. Also eine heimliche Chain Reorganization wird verhindert anhand der zusätzlichen Sicherung durch das Proof of Service von den Masternodes, die sagen, wir finden immer einen Konsens, was die aktuelle Kette ist. ja, Das hat nicht nur den Vorteil, dass wir 51% Attacken nicht mehr durchführen können, sondern auch den Vorteil, dass diese Orphaned Blocks viel, viel, viel seltener geworden sind. Also ich glaube, wir haben viel seltener Orphaned Blocks. Das heißt, wir haben eine zusätzliche Sicherheit. Ein Block, wenn deine Transaktion in einem Block von Dash ist, kannst du dir mit einem Chainlock drauf, kannst du dir hundertprozentig sicher sein, dass die dass die Transaktion auch für immer bleibt. bleibt. Ja. Ja. Das heißt, du musst quasi nur noch warten, bis der Block signiert wurde. Und das dauert im Mhm. Schnitt wahrscheinlich so ungefähr 3 Minuten, weil es 3 Minuten oder maximal 3 Minuten, weil es halt alle 3 Minuten ungefähr einen Ja. Block gibt, der fertig Ja, signiert dauert ist. ein bisschen länger. Ja, genau. Ja, Also manchmal dauert es auch 5 oder 6 Minuten. Also das ja, ist total volatil, aber ja. Ähm, aber das ist immer noch lange. Da kommen wir aber gleich zu. ja, Ähm, und was haben wir denn jetzt auch davon? Wir haben weniger Stromverbrauch. Wie denn jetzt weniger Stromverbrauch? Naja, jetzt ist es nicht mehr notwendig, dass wir die Masternodes, die Miner, immer noch so viel bezahlen. Ich meine, eigentlich ist das Netzwerk ziemlich sicher auch mit einer niedrigeren Hashrate, weil das Einzige, was wir jetzt brauchen, ist diese Entropie, die wir durch die Hashwerte haben. ja, Weil die Entropie brauchen wir, um die Quoren zu formen. Ne, damit wir valide Quoren, weil wir können nicht einfach, ja, also die Knoten haben selber keine valide Entropie, keine beweiserwiesene Entropie, mit dem wir sortieren können, weil es könnte ja ein böser Akteur kommen und extra einen Hash holen, der zufällig zu einer speziellen Sortierung der Masternode-Liste führen würde. Und diese mhm. Sortierung sorgt dafür, dass seine Masternodes alle oben sind in der Liste und Okay, ausgewählt werden. Das heißt, deswegen brauchen wir diese erwiesene Entropie, eine Entropie, die nicht gefälscht werden kann, ja, um wirklich eine Sicherheit zu haben, dass dieses Quorum wirklich zufällig ausgewählt wurde. Aber diese reine Entropie erfordert nicht annähernd so viel Strom wie die reine Netzwerksicherung alleine. ja, ja. Das heißt, wir könnten jetzt sagen, wir geben den Minern weniger Geld. Und dadurch Also gibt es nicht mehr natürlich auch 5. insgesamt weniger Miner, weil die Miner natürlich nicht mehr so motiviert sind. Weil irgendwie Genau, gleicht sich das ja aus mit Stromverbrauch versus das, was sie halt bekommen. Und dadurch genau. brauchst du insgesamt Und, weniger Miner und dadurch hast du mhm. natürlich auch insgesamt weniger Stromverbrauch. Das ist super clever. Ja, ja. Und das führt jetzt aktuell zu der Diskussion, dass es wirklich, es wird aktuell darüber abgestimmt, wie viel weniger man den Minern geben will. Und man will das sehr langsam machen, weil die Miner haben ja auch immer dem Netzwerk geholfen, die sind investiert. Ja, ja, Deswegen macht man das immer Schritt für Schritt langsamer, dass immer mehr an die Entwickler und an die Dienstleister für das Netzwerk, also diese 10% Budget und ja, an das Masternode-Netzwerk geht und immer ein bisschen weniger an das Miner-Netzwerk. Was ja, nicht unbedingt zum Nachteil ist, weil Miner an sich, das ist jetzt ziemlich ökonomisch, also ich will da nicht zu tief reingehen, aber im Grunde geht es dahin, dass weniger Stromverbrauch finanziert wird und mhm, mehr ja, der, bei derselben Netzwerksicherheit. Ähm, okay, aber hier immer noch, ein Block dauert immer noch lange und wir wollen, dass man das Geld sofort hat, ne? Und man ja, will, dass man am besten auch ohne Block sofort das Geld wieder ausgeben kann. Und da gibt es ein weiteres Feature, das sind sogenannte Instant Locks. Das heißt, wenn Transaktionen im Mempool reinkommen, dann kann so ein Quorum diese Transaktion sofort validieren und sofort signieren und sagen, diese Transaktion ist jetzt festgehalten und die ist permanent. Also ja, die ist irreversibel.
Und wenn die signiert sind, können diese Transaktionen vom Netzwerk sofort als durchgegangen betrachtet werden. Das heißt, ich kann dir Geld schicken und du kannst das Geld sofort weiterschicken, als ob es schon ist. Weil es deins schon ist. Das Netzwerk hat sofort einen Konsens dank dieser Signierung, dieser Quoren. Und die kann sofort sagen, dein Geld ist da, du kannst es weitergeben und Einfach wir können dir direkt, ja. garantieren, dass es in einen Block aufgenommen wird. Es ist halt nur noch nicht im Block drin, aber es ist auf jeden Fall garantiert, Ja, dass es irgendwann in einen Block reinkommt. ja, Geil, weil ja. wir diese incentivierten Knoten haben, die wirklich einen tollen Überblick über den Mempool haben und Ja, sofort sagen, hier, lass uns die Transaktion angucken, Quorum schnell signiert, zack, ist validiert, ist eingeloggt und das schließliche Mining wird garantiert und somit also Leute können ja auch einen Double Spend ausführen, ne? ja, ja, ja. Also sie können versuchen, hier, ich zahle jetzt mehr Gebühren und versuche jetzt einen Double Spend auszuführen. Ähm, Das wird sofort abgelehnt, weil die signierte Transaktion ist die einzige, die valide ist, egal wie die Gebühren Richtig. sind. Ja, und Und das sorgt halt für die die. Transaktionsgebühren müssten ja auch, eigentlich auch runtergehen, weil du hast ja eigentlich keinen Aufwand, außer eben durch die Quoren. Und dementsprechend Ja, kannst du ja auch eine fixe Transaktionsgebühr setzen. ja, genau. Also, ich meine, die Knoten haben ja auch einen begrenzten Speicher. Ja, Aber sie sind incentiviert mit Wachstum, mit organischem Wachstum des Netzwerks sind sie incentiviert, weil sie wollen ja nicht abschmieren. Wenn ja, der Speicher voll ist, schmieren die ab. Sie wollen sie wollen halt auch immer an den Quoren teilnehmen können, weil ja, sie sonst nicht mehr bezahlt werden. Und das sorgt halt dafür, dass bei organischem Wachstum, also wenn wirklich der Mittelwert der durchschnittlichen Transaktion immer wächst, dass diese Knoten sich auch upgraden müssen, weil sonst können sie nicht mehr mithalten und nicht mehr bezahlt werden. klar. Und bei 1000 Dash Investment willst du auch die Kohle wieder rauskriegen. Ähm, Das sorgt halt dafür, dass das Geld sofort wieder ausgegeben werden kann. Als ob ich dir einen Schein in die Hand geben kann und du kannst diesen Schein wieder ausgeben, halt in digital. Ohne Mittelmann, ohne Visa, Kreditkarte, ohne Bank, ohne irgendjemand. Also Ja, wirklich Peer-to-Peer wie Bargeld, nur in digital. ja. Und ja, und das ist das Geniale daran. Aber jetzt kommt immer noch die Frage, aber was ist denn jetzt mit der Privatsphäre? Ähm, ich meine, dadurch, dass es digital ist und es ist auch eine transparente Blockchain wie Bitcoin, können dann nicht Leute auch verfolgen, wo ich Geld ausgegeben habe? Ja, könnten sie, wenn man nicht sagt, okay, ich will jetzt eine private Transaktion ausführen. Und schau dir mal diese beiden Transaktionen an, hier Standard- und Mixing-Transaktion. Ja, Und was wir bei Dash haben, ist die CoinJoin. Masternodes, die Coin-Mixing. Aber Ja, nicht nur einfaches Coin-Mixing, also das ist CoinJoin, sondern zum einen werden auch Denominationen erzeugt. Also wenn du, keine Ahnung, 12,3 Dash hast, dann wird es ein Zehner, zwei Einser und drei 0,1er gesplittet. Und die werden dann gemixt mit ganz vielen anderen, aber nicht nur einmal, sondern bis zu 16 Mal und immer mit einer anderen Masternode. Das geil. heißt, es wird gemischt mit den weiteren Masternodes. Die nächste macht das, die organisiert, die weiß auch gar nicht, wem das Geld gehört hat vorher. Also du schickst das im Grunde immer wieder in neue Adressen von dir selbst, Ja, aber niemand weiß, wem die Adressen gehören. Und dieses Mixing ist halt, das macht es so ziemlich, kann man das Wort fungibel sagen, aber im Grunde niemand weiß, wem das Geld gehört hat. Also ja, das kann man nicht mehr nachvollziehen. Und das ist halt eine sehr simple, aber gut nachvollziehbare Variante, um die Privatsphäre zu schützen, während man gleichzeitig die Blockchain transparent hält. Weil manchmal willst du auch Transparenz. Stell dir vor, du schickst Geld an eine Spendenfirma, also eine Charity. ja. Oder deine Steuern, du willst ja auch wissen, wo dein Geld hingeht, oder? Solche Sachen. Also es gibt durchaus Fälle, wo man eine Transparenz haben möchte. Mhm. Ähm, ja, Teilnehmer geben niemals ihren Besitz über die Coins ab. Also es gibt Coin-Join-Services, die tatsächlich deine Coins nehmen und dann sie dir wiedergeben, aber du musst es denen vertrauen. Hier Ja, musst du das war niemandem bei Bitcoin. vertrauen. Genau, richtig. Mhm. Und das geht auch mit deinem Handy mittlerweile. Früher ging das nur mit einer Full Node, aber jetzt kann man das auch mit einer Light Wallet machen. Also mit Ziemlich SPDM. cool. Super. Ja, ja. Dash Electrum gibt es dafür. Ah, okay, cool.
Ähm, ja, und dann zur Skalierung. Wir haben noch gar nicht wirklich von der Skalierung gesprochen. Ich habe dir schon ein paar Hints gegeben. Hier, wenn die Ja, Full Nodes auch bezahlt werden, dann können Sie sich das leisten. Aber kommen wir nochmal erstmal zur Block Size und dem Durchsatz von Dash aktuell. 2 Megabyte und 30 Transaktionen pro Sekunde. Nicht so viel. Wird aber auch nicht ausgereizt aktuell. okay. Ähm, ja, also wieso sollten wir die Block Size erhöhen, wenn es noch nicht ausgereizt wird? Klar, natürlich. Wiederholen Also, wir nochmal. muss ja nicht. Ja. Und dann wiederholen wir nochmal, was Visa macht. 6000. Das war ein Wert von 2018. Ja, Ähm, das würde eine Blockgröße von 400 Megabyte erfordern im Schnitt. Wahrscheinlich mehr, weil du willst nicht, dass immer alle Blöcke voll sind. Ne? ja, Und bei der Dash-Blockzeit von 2,6 Minuten würde das auch einem Wachstum von 69 Terabyte im Jahr entsprechen. Das heißt, 400 Megabyte pro Block, dass die wirklich propagiert werden durch das ganze Netzwerk, muss ich mir vorstellen. Alle 2,6 Minuten wird 400 Megabyte verbreitet. da brauchst du schon Ähm, ordentlich Leistung auch. ja, und Bandbreite und all das. Ja, Und das Ding ist, der Gedanke dahinter ist, diese Nodes, also wenn wir 6000 Transaktionen pro Sekunde wirklich haben, dann kann man sich eigentlich ziemlich sicher sein, dass das Netzwerk wirklich von vielen Menschen genutzt wird, von verdammt ja, vielen. Und wenn viele Menschen das Netzwerk nutzen, dann kann man auch davon ausgehen, dass der Coin viel gefragter ist, also Angebot und Nachfrage. Dementsprechend ist er mehr wert, also hat mehr Kaufkraft. Und dementsprechend sind auch die Rewards, also die Block Rewards für die Masternodes größer und sie und können sich das dementsprechend, ja. finanzieren. Aber allein aus dieser Idee reicht es noch nicht. Wir haben dann auch Forscher, die an der Arizona State University, die haben sich das auch angeguckt. Wäre denn On-Chain-Skalierung, das ist ja On-Chain-Skalierung, ne? Also Ja, wir benutzen kein Lightning oder so. Wie würde das denn funktionieren? Und die haben sich das angeschaut und haben festgestellt, dass ja, wenn man Blockpropagationsmethoden optimiert. Also es gibt spezielle Blockpropagationsmethoden. Da gibt es eins, das hieß Graphene oder heißt Graphene. ja, Das hat ein paar Optimierungen, wo man da nahe kommen kann. Und jetzt arbeitet auch ein Forscher, der ein anderes Team auch an der ASU arbeitet an Velocity. Das ist auch so eine okay, Protokollverbesserung. Und das sind alles so Optimierungen, auf die will ich nicht näher eingehen, aber im Grunde sagen die, 400 Megabyte große Blöcke sind durchaus möglich. Also es ist okay. machbar. Und besonders erst recht mit hier incentivierten Full Nodes, die optimale Hardware haben. Das heißt, On-Chain-Skalierung ist durchaus machbar. Und Krass. das ist nichts weit hergeholtes oder so. Ähm, ja, also Skalierung ist auch möglich dank der Masternodes. Aber eben nur, wenn Und man es halt braucht, auch wirklich, weil aktuell macht es ja dann keinen ja, Sinn. Genau, ja. Kann man einfach quasi langsam hochfahren, ja, wie man es genau. eben gerade braucht. Das ist schon sehr angenehm. Mhm. Mhm. Ja, also wozu jetzt irgendwie die Block-Size erhöhen, wenn eben nicht der Bedarf da ist? Also der Ja, reale organische Bedarf. Ich rede jetzt nicht irgendwie von Stresstests, die irgendjemand gerade durchführt. ja, klar. Ähm, aber Und was das ja noch dazu garantiert, kommt, ja. bei 6000 Transaktionen pro Sekunde sind natürlich auch 6000 Mal Transaction Fees dabei. Die würden das ja auch nochmal zusätzlich finanzieren, nicht nur die Popularität und der Preis von der Coin Genau, dann. genau. Ich hatte das tatsächlich gestern ausgerechnet. Also ich habe da sehr, sehr viele Annahmen Ja, auch gemacht, ja, aber ich kann mal kurz vorlesen. Also die Annahme ist, das passiert in 10 Jahren. Weitere okay, Annahme ist, der Coin hat in 10 Jahren die Market Cap, die Bitcoin heute hat. okay, Also in 10 Jahren. ja, Das sind viele Annahmen, aber was war klar. noch? Ja, dann 69 Terabyte. Ach ja, wir nehmen an, dass es 6000 Masternodes gibt da in zehn Okay, Jahren. Es werden ein bisschen mehr, aber es flacht ab, es wird immer langsamer mehr. Ähm, ja, und dann kommt man zu dem Entschluss, ach ja, und ich habe auch es gibt ja eine Art Halving bei Dash. Es ist kein Halving, bei Bitcoin hat man alle 4 Jahre ein Halving. ja, Bei Dash hat man jedes Jahr, ungefähr alle 13 Monate, eine Reduktion von einem Vierzehntel, okay. 7,14%. Okay, also Ja, dass es dann auch irgendwann keine neuen Dash mehr gibt. ja, genau. Wir haben auch Okay, okay, eine Hardcap. Die ist okay. ungefähr bei, ich glaube, 19 Millionen. Wir sind noch nicht mal halb so weit.
Oder Okay. wir sind halb soweit? Okay. Ja, also es ist eine viel, viel stetigere und ja, nicht so steile Abflachung. Es dauert Okay. länger, bis der letzte Dash gemeint wurde, als bei Bitcoin. Aber kommen wieder, also mit der Reduktion von dem Block Reward und allem drum und dran, kommt man bei einer jährlichen, also eine Masternode, eine einzelne, würde dann im Jahr ähm, ungefähr 400.000 Dollar verdienen, Hui. eine einzelne. Ja, also aktuelle Dollar. Wir wissen nicht, Inflation wird ja den Dollar in 10 Jahren auch ein bisschen abschwächen. Ja, klar. Und die Fees alleine, also wirklich die Gebühren alleine, sind davon 16.000 Dollar. Das ist gar nicht so viel, Also ne? ich meine, die Gebühren allein, der Block Reward macht immer den größten Teil aus, aber die Gebühren alleine können da durchaus den zusätzlichen Speicher schon mal finanzieren. Ja, stimmt schon. Ähm, aber das wächst ja auch. Also ich meine, das ist die nähere Zukunft. Also ich meine, wenn man nochmal 50 Jahre in die Zukunft geht oder Ja. noch viel länger, dann ist der Block Reward wahrscheinlich weniger wert sein als die Gebühren. Ja, weil das natürlich Und dann auch irgendwann sein muss, um ja, es zu finanzieren. Wie ist also es dann, ja. also wenn der Coin jetzt wirklich zu Ende gemeint wurde, sozusagen, also wenn alle Mhm. 19 Millionen oder wie viel es sind, ähm, 18,9, ja 18,9 19. Millionen geschürft sind, dann muss Mhm. ja jede Transaction muss dann ja quasi die Full Nodes finanzieren. So, wie teuer müsste dann ungefähr eine Transaction sein bei sowas? Also wirklich am Ende dann. Nicht so teuer, also wirklich am Ende. Ich meine, diese 16.000, die man bekommt, habe ich jetzt Ja, ausgerechnet mit einer Transaktionsgebühr von 0,1 Cent, also einem Zehntel Cent, was man okay, nicht das ist, bemerkt. ja, das merkst du ja nicht mal. Ja, krass. Mhm. Das heißt, man kann die auch auf einen halben Cent hochskalieren und Ja, man das hat merkt halt man immer mehr. fünfmal so viel. Ja, also bei Ähm, Visa oder sowas, wenn du im Ausland eine Zahlung machst, dann sind das ja wirklich Gebühren von 8% teilweise. ja, Das ist schon nochmal ein also anderes Kaliber. ja, und ich meine, wenn dann wirklich der letzte Coin geschürft ist, dann sind es nicht mehr 6.000, sondern wahrscheinlich noch viel mehr Ja, pro Sekunde. Und dann hat man dementsprechend auch viel mehr Gebühren. Ähm, also es ist alles durchaus möglich. Natürlich wird hier sehr, sehr viel spekuliert, weil wir reden hier von 10 Jahren in der Zukunft. Also ich glaube, ich hatte ausgerechnet, dass da selbst mit den aktuellen Preisen und mit aktuellen Preisen für SSD Terabytes, ja, SSD-Festplatten, mit RAID, wo alles doppelt gebackt wird. okay, ja. Ne? Habe ich ausgerechnet, selbst mit den aktuellen Preisen in US-Dollar, würden die Transaktionsgebühren die Kosten für die zusätzlichen Festplatten komplett covern. Die Krass. Transaktionsgebühren alleine, ohne Ja. die Block Rewards. Also, es Erstmal ist. Full Node holen. Oder Master Node. Ja, ich arbeite dran. Ist halt ein bisschen teuer. Ja, ein bisschen. Ja. Aber es gibt auch sogenannte Shared Masternode Services. Das Ach, heißt, schon mit einem Dash alleine kannst du natürlich ist es leider aktuell trusted, ja, also wie bei einem Exchange musst du halt auch trusten, ja. aber du schickst deinen Dash und Mhm. du darfst dann mitvoten. Das ist auch Community-led hauptsächlich. Mhm. Und du darfst dann mitvoten bei Proposals mit deinem Anteil und du kriegst auch deine Rewards, minus 15% für deren Gebühr an, weil die müssen ja die Masternodes hosten und so weiter. Die Klar, nehmen halt natürlich. 15% von deinem Reward. Und das läuft ziemlich gut. Also ich bin da glücklicher Kunde. Okay. Shout out to CrowdNode. Okay, kannst nachher ähm, mal mir den Link schicken, dann packe ich den in die Beschreibung rein. Ja, den gebe ich dir sofort nach dem Video. Cool. Ja, und dann hier was völlig Neues. Also das hier ist alles einfach nur, was bereits existiert Mhm. auf Mainnet. Und hier kommen wir zur Dash-Plattform. Und das ist aktuell auf dem sogenannten EvoNet. Das ist ein Genau, ja. Testnet. Und Dash-Plattform, wenn du hier unten schon liest, npm install Dash, das kann jeder machen und dann habt Ja. ihr sofort den Dash SDK und ihr könnt, also die Dash-Plattform ist ein Technologie-Stack für dezentrale Apps. Mit dem könnt ihr, und das ist hosted auf diesem incentivierten Masternode-Netzwerk, also es sind 4.900 Knoten, die diesen Dienst leisten. Und mit Hilfe von dem kann man Apps entwickeln und Daten auf diesen Apps speichern, zum Beispiel Mhm. Identitätsdaten, äh,
du hast auch mit Besitz deines Private Keys über deine Daten, hast auch die volle Kontrolle über deine Daten. Du kannst da zum Beispiel verschlüsselt deine Lieferadresse etc. Ja, Einspeichern. Hast dann dezentral selber volle Kontrolle darüber und du kannst es dann selektiv zum Beispiel jemanden, von dem du gerade was gekauft hast, freigeben. ja, Und die wissen dann, cool. okay, ich sende an die Lieferadresse. Also das ist wie ein totaler Identity Storage auch. Mit der DAPI kann man halt auf dieses Netzwerk zugreifen. Das ist die Schnittstelle. Musst dir vorstellen, es sind immer Quoren aktiv, die eine Antwort formen für einen DAPI-Request, ein API-Request, als ob du Ja, einen zentralen Server ansprichst, aber im Hintergrund hast du wirklich ein Quorum, die jedes sich Mal. gegenseitig überprüfen, dass sie auch das Richtige antworten, also dass Krass. niemand betrügen kann. Ja, Und so hast du das User Experience von einem zentralen Server, was ja ja, geil ist, obwohl du mit einem völlig trustlosen Netzwerk kommunizierst. Und genial. Ja, so brauchst du auch selber keine eigene Fullnode mehr haben, um Trusted irgendwie die Blockchain abzufragen oder mhm. deine Wallet zu überwachen, ob eine neue Transaktion reingekommen ist. Also du kannst hier alle Blockchain-Abfragen, RPC-Calls, kannst du machen über die DAPI, ohne deine eigene Fullnode haben zu müssen. Das heißt, die wurde der Bedarf einer Fullnode abgenommen, Ja, endlich. Und Drive, das ganze Netzwerk speichert dezentral Daten, also Dokumente, mhm. sogenannte Data Contracts. Aber ganz ehrlich, da lade ich alle, die zuschauen, ein, das mal auszuprobieren, auch in die Dash Devs Community vorbeizuschauen. Leider auch englischsprachig, aber ich bin auch im Morpheus Discord. Ich antworte auch Ja, liebend gerne auf alles. Ähm, aber vorher noch zum Fazit, bevor wir zu Dash Discord kommen. Wir haben jetzt alle Vorteile vom Bargeld auch digital. Wir haben gezeigt, wir können skalieren on-chain. Die Usability, Geschwindigkeit, Gebühren, Privatsphäre. Gebühren sind 0,01, also 0,1 Cent, also ein Zehntel das, Cent. also Die quasi nichts. Geschwindigkeit ist instant, also Ja, innerhalb von 2 Sekunden hast du die Kohle, sogar weniger teilweise. Und du hast die Privatsphäre vom Bargeld. Alles, was du vom Bargeld hast. Ich kann dir einen Geldschein geben, niemand kann das überwachen. Und es ist digital, also du kannst in Japan sitzen und ich kann dir das Geld schicken, als ob ich den Geldschein in die Hand gegeben habe durch den Bildschirm. heftig. Ähm, Ja, und es sind keine Middlemänner. Und hier haben wir auch die Governance, den Vorteil, dass das Netzwerk wirklich selber finanziert, wer es weiterentwickelt. Und somit gibt es keine Conflicts of Interest. mhm. Ähm, und die Anreize sind richtig gesetzt. Und des Weiteren haben wir auch dafür gesorgt, dass es unheimlich energieeffizienter ist als reines Proof of Work, weil wir dieses Hybridsystem mit dem Masternode-Netzwerk haben. Ja. Und das ist zusammengefasst, was Dash so ausmacht und warum ich so begeistert davon bin. Ich glaube, das Ähm, kann man definitiv nachempfinden. Das ist schon echt krass. ja, und hier nochmal die Quellen und weiterführenden Links. Ich werde natürlich die Präsentation für alle öffentlich machen und die kann auch jeder kopieren und speichern, wie sie wollen. Hier sind ganz viele Links, also wie die Long Living Masternode Programs definiert sind, die DIPs, das sind Dash Improvement Proposals. Dann Ja, haben wir das Velocity-Protokoll, von dem ich gesprochen habe, Blogpost von Alexander Block, dem ja, deutschen Entwickler. Civil Attack Resistance, Shamir Secret Sharing Scheme, das ist diese ja, Threshold-Signatur-Geschichte. Da ist auch eine tolle Demo dabei. Dann eine E-Mail von Satoshi, wie er davon redet, dass er an On-Chain-Skalierung glaubt. Und ein Mike Hearn, ein ehemaliger Langzeit-Bitcoin-Entwickler, der auch an On-Chain-Skalierung geglaubt ja. hat oder glaubt, der ist noch da, er ist nicht tot. Das Bitcoin White Paper und die Dash-Plattform-Dokumentation. Und hier ähm, das wieso ist das Ding noch da? Kann das weg? Ja, jedenfalls Dash.org schaut da Jetzt vorbei und sehe ich. dashdevs.org. Da findet ihr Genau. auch Bounties. Jeder kann entwickeln, selber Dash verdienen, also wirklich echte Dash verdienen, wenn man irgendwie Dapps auf dem Testnet entwickelt. Jeder kann da vorbeischauen. Das ist ein Trello-Board. Man kann sagen, hier, ich möchte diesen Bounty machen.
Und das ist eine super Art, also ganz ehrlich, Dash direkt zu verdienen ist besser als alles. Also, das ist so cool, über das Internet irgendwie bezahlt zu werden. Ja, und quasi von zu Hause aus Ähm, arbeiten zu können, wenn du möchtest, ne? ja, Ja, und ohne irgendjemanden irgendwie seine Kontodaten und so weiter gegeben zu müssen. Ne? ja, Also das ist schon krass. Privatsphäre ist geschützt, du musst niemandem deinen Namen sagen. Ja. Du Musst du musst aber auch einfach nur immer versteuern, das weil du ja benutzen. quasi Einkommen darüber hast, ne? Ja, natürlich, natürlich, Das heißt, natürlich. also wenn ihr da Hier. mitmacht, hier für die ganzen Leute, die jetzt denken, ihr müsst keine Steuern zahlen, ihr müsst Steuern zahlen. Nein, jeder muss Steuern zahlen. Das ist absolut richtig. Also, wenn man was verdient, dann muss man Steuern zahlen. Wir haben übrigens auf der dashembassy.org, das ist auch die Webseite, wofür ich direkt arbeite, auf unserer Webseite auch einen kompletten Guide zu Steuern, Okay, Versteuerung, super wie man geil. das zeigen muss. Ja, Also weil da das bei kann man das auch Kryptowährungen wirklich nachlesen. kompliziert auch ist teilweise. Also ich habe da schon Ja, Fälle mitgekriegt, da ist es nicht so gut gelaufen und dann war eine riesige Nachzahlung da und sowas. Da muss man schon aufpassen. mhm. Aber voll Absolut, gut. ja. Ja, ja. Gut, und das war's. Also vielen Dank. Vielen Dank, Ja, dass ich ja, das mal mega. vorstellen durfte. Ja, danke dir, dass du es vorgestellt hast. Also wer jetzt Bock hat, definitiv, da kann da gerne mal reingucken. Also ihr habt es gehört, dezentral ist es immer noch. Genau, ich mache uns mal wieder nebeneinander. Genau, jetzt. So, jetzt kann ich auch wieder auf den Bildschirm gucken. Dezentral ist immer noch und trotzdem ist es halt eben gesichert, dass man da auch wirklich dran weiterarbeiten kann, was Mhm. wirklich sehr viel wert ist. Also das ist bei Bitcoin zum Beispiel immer ein Mhm. Problem, bei vielen anderen Kryptowährungen auch. Und dann gibt es ja so Sachen wie zum Beispiel Ripple oder sowas, was dann zwar auch schnell ist und alles, aber dann halt nicht mehr wirklich eine Kryptowährung in dem Sinne, wie jetzt Dash zum Beispiel Ja. eine ist oder eben Bitcoin auch eine ist, weil sie gar nicht mehr wirklich Mhm. dezentral sind. Ähm, Ja, oder auch wie Lightning aktuell funktioniert. ja, Es benutzt nicht mehr diese geniale Innovation der Blockchain, sondern es ist jetzt ein anderes System, was jetzt irgendwie einen anderen Weg findet. ja, Und es scheint nicht zu funktionieren, also nicht optimal zu funktionieren ja. zumindest. Also es ist auch eine Art, wo ich ein bisschen traurig bin, dass irgendwie diese Genialität der Blockchain nicht zum vollen Potenzial ausgenutzt Richtig, wird. richtig, ja. Und was ich auch schon gesehen hatte, es gibt sogar Dash-Visitenkarten, richtig? Da hatte ich mal irgendwas Ja, gesehen, mit denen kannst du dann ich quasi meine, die hingehen. kann ja jeder machen. Ja gut, im Endeffekt schon, aber du musst dann halt auch wirklich die Infrastruktur hinten dran haben, dass quasi, wenn normalerweise nur EC-Kartenzahlungen akzeptiert sind, dann kannst du einfach mit der Dash-Kreditkarte hingehen, dann wird das direkt umgewandelt. Das fand ich auch ziemlich cool, dass das, Ja, das sind in der Regel in den meisten Fällen aber auch Services, die Multicoin sind. ja, Also das ist leider nicht der alleine, ja, aber alle das stimmt. Coins, also die machen das, die wickeln das ab. Aber was halt passiert ist, im Hintergrund werden diese Dash sofort verkauft Ja, und halt genau. in Euro oder Dollar umgewandelt und so wird das dann bezahlt. Ja, aber auf Aber jeden es ist Fall genial, eine geniale Schnittstelle. eben, also da kannst du quasi dann auch direkt in der äh, vor Ort im Supermarkt oder sowas einfach mit Dash zahlen und es ist völlig egal, in welchem Land du bist. Das ist halt auch echt cool. Ja, total genial. Ja, Ja, in Österreich haben wir auch einen Partner, die nennen sich Salamantex und Salamantex, die machen Payment Terminals. Die bauen okay. Payment Terminals und mit diesen Payment Terminals kannst du am POS, also am Point of Sale, die Dash akzeptieren und die Händler können halt selber entscheiden, will ich, dass diese Dash sofort umgewandelt werden in Euro Mhm. oder will ich die Dash behalten? Und ich finde, das ist der beste Weg, wenn wirklich eine Ökonomie sich entwickelt, wirklich ein Kreis, wo Dash nicht sofort verkauft werden, sondern Ja, auch den nächsten Schritt gehen, zum Beispiel den Lieferanten von diesen Unternehmen, der akzeptiert dann selber Dash und so weiter. Also ja. wir arbeiten an die volle Adoption. Ja, auf jeden Fall ein sehr cooles System. Gut, wie machen wir es mit den Fragen? Willst du hier direkt in die Kommentare reingucken oder willst du bei Discord dann Fragen Ja, beantworten? also ich werde bei Discord und bei den Kommentaren im Video Super geil. werde ich aktiv zuschauen und jedermann kann oder jede Frau, jeder kann mich jederzeit anschreiben. Äh, ich bin da frei und ich freue mich über jede Frage. Cool. Dann bedanke ich mich vielmals bei dir für diesen Talk. Und ja, also ich würde mich echt freuen, wenn da vielleicht auch noch, wenn ich da vielleicht auch mal eure Smart Contracts dann vorstellen kann mit dem NPN. Das, Mhm. also super Ich spannendes freue mich Thema. auch drauf. Ja. Ja,
Und ja, also wenn ihr Fragen habt, fragt ihn gerne. Er ist immer da, er ist auch auf dem Discord-Server. Einfach mal reinkommen und ich werde deinen Namen einfach dann in die Beschreibung reinschreiben. Ja, ja. Super, cool. Dann danke an alle fürs Zugucken. Danke. Macht's gut. Ciao.